Liebe Freunde des Waldes, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Jovis Wald. Ich bin Jovi und hier ist der Wald. Ich freue mich heute mit euch im Bernauer Stadtwald unterwegs zu sein. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist das jetzt kein typischer Waldbestand, aber ein Bild, was wir in den letzten Jahren öfter zu sehen bekommen haben. Hier war mal ein Fichtenwald auf der Fläche und der Fichtenwald wurde von dem Borkenkäfer aufgefressen. Deswegen wurden die ganzen Fichten gefällt und jetzt haben wir hier einen Kahlschlag. Der Kahlschlag soll natürlich nicht so bleiben und es ist auch geplant und gewünscht, dass hier natürlich wieder Wald wächst. Und deswegen sind wir mit den Zugpferden hier, weil wir mit einem Forstflug hier die Streifen pflügen, dass hier die Naturverjüngung wieder wachsen kann. Und dann das Ziel ist, dass hier die Kiefer wieder wachsen kann, dass hier Buche und Eiche mit dazu kommt noch und so wieder ein Mischwald entsteht, den wir uns wünschen für den Wald. Das Ganze passiert jetzt mit einem Forststreifenflug. Wir sind jetzt hier mit einem Corina-Streifenflug unterwegs. Der ist schon über 100 Jahre alt, funktioniert aber deswegen immer noch tipptopp. Es gibt regional sehr viel verschiedene Flüge und es gibt nicht das eine Modell, sondern je nach Boden, je nach Wäldern, je nach Baumarten, je nach regionalen Gegebenheiten, ob man im Steilhang ist oder im Flachland, ändert sich das so ein bisschen. Das Pflügen mit dem Pferd ist die schwerste Arbeit für ein Zugpferd, die man sich vorstellen kann, weil es ein konstanter Zug ist. Also es ist die ganze Zeit, muss gezogen werden. Deswegen sind auch immer die Pflüge zweispännig unterwegs, also mit 2 Pferden. Und es wird im Wald ein Fuhrmann und ein Flugmann oder Flugperson, Flugfrau mitgenommen. Also es ist im Endeffekt ein Team aus 4 Einheiten. Die Pferde untereinander müssen trainiert werden und gut miteinander kommunizieren, dass beide gleichzeitig losziehen. Weil für ein Pferd alleine ist der Zugwiderstand zu groß und deswegen werden 2 eingesetzt. Diese 2 müssen aber im Team blind funktionieren und dafür ist der Fuhrmann oder die Fuhrfrau zuständig. Der Flug an sich muss auch geführt werden und ist auch ziemlich ruckelige Angelegenheit und dafür ist dann eine weitere Person nötig. Und so wird hier der Flug eingesetzt und zieht sich selbst durch den Boden. Der Corina-Flug hat ein Messerrad vorweglaufen, was den Boden anschneidet, was aber auch kleine Ästchen im Weg durchbricht und zerschneidet, dass so der Weg geebnet ist, um mit dem Flug durchzukommen. Wichtig ist auch, dass das Messerrad tiefer liegt als der Flug, damit, wenn man über Stubben oder Wurzeln fährt, die zu groß sind zum Durchschneiden, dass der Flug sich aushebt und einfach drüber wegsetzt und weiterfährt. Damit ist ein Fluss in der Arbeit möglich und es ist ein entspanntes Arbeiten. Ihr seht, dass das auch eine ziemlich schnelle Arbeit ist, auch so, dass der Boden umgedreht wird. Also es werden die Schollen durch den Flug umgedreht und aufgedeckt, dass der Mineralboden frei wird. Das ist wichtig, weil wir in diesem Mineralboden den nötigen Boden haben und die nötigen Mineralstoffe haben, dass die Kiefer vor allen Dingen gut wieder in der Naturverjüngung wachsen kann. Was ist eine Naturverjüngung? Eine Naturverjüngung ist, dass die Samen von den Bäumen rund um diese Fläche hier in diese Flugstreifen reinfallen und da dann leichter aufgehen können. Und somit haben wir dann eine erleichterte Situation, dass da leichter die Samen aufgehen können von den Baumarten, die wir uns wünschen. Und so ist es eine ziemlich gute Arbeit, die ziemlich traditionell ist schon und oft benutzt wurde in der Vergangenheit und auch heutzutage wieder ziemlich gut ist, um die Bestandesbegründung, um jetzt hier wieder auf unseren Kahlschlag Wald zu bekommen. Wenn ihr weitere Themen habt mit Zugpferden im Einsatz, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Meldet euch bei mir, was ihr weiter wissen wollt. Ich werde weiterhin sehen, was ich an Zugpferden, an den Themen noch weiter für euch aufbereiten kann. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben, was für weitere Videos folgen werden. Lasst ein Abo da, damit ihr ja auch nichts verpasst. Und ich freue mich auch, wenn ihr mein Video liked, damit ich auch weiß, dass es euch gefallen hat.
Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich darauf, euch auf ein weiteres Mal zu begrüßen im nächsten Video, wenn es wieder heißt, mit Jovi im Wald unterwegs zu sein. Und bis zum nächsten Mal mit Jovi.